Kaffeezeit bei Brix Go Wild und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ich wollte sagen, ich habe schon meinen letzten Schluck genommen. Christoph ist manchmal einfach langsam beim Kaffee trinken. Was soll man machen? Naja, auch egal. Was habe ich heute für euch? Ich habe ein kleines Figurenvideo, weil Christoph sich beschwert hat, dass teilweise nicht so viele Figuren in der Stadt vertreten sind. Was eigentlich ja, wenn man so schaut, aber egal. Auf jeden Fall an manchen richtig ist, Stellen. Wolltest du sagen? Und da hätte ich gesagt, wir starten gleich mal hier. Ich habe heute ein polizistenlastiges Video, weil auch hier die Ding war, man könnte ja auch wieder mal Polizisten platzieren. Und das sind diese beiden Herrschaften hier, die haben nichts zu tun, weil es in Wild City offenbar sehr sicher ist. Deswegen spielen die Karten. Und der eine hat sogar die Füße auf dem Tisch, also sehr entspannte Kartenpartie, muss ich sagen. Natürlich ist das jetzt nur stereotypisch. Nicht alle Polizisten sind bei uns so leger unterwegs. Denn wir haben auch andere, zum Beispiel eine Dame am Pferd. Also wir haben sogar Polizei auf dem Pferd. Und die Dame sehen Sie hier, die ist da gerade unterwegs. Und wohin ist sie unterwegs? Mit ihrem Pferd in die Autogarage, weil hier diese Auffahrt ist? Nein, sie ist da gerade in Richtung Autogarage unterwegs, weil sie gerade was sieht. Also der Gesichtsausdruck ist auch dementsprechend bestürzt. Wenn du da mal rüberschwenkst, wo ihr Blick hinwandert, dann wirst du sehen, dass da ein Einbrecher ist, der als Bauarbeiter verkleidet ist. Nein, beim Rathaus. Ach, beim Rathaus. Ich wollte gerade sagen, Chief Wiggum ist ja auch im natürlich wieder vorbeigefahren, weil er wahrscheinlich zum Quickie-Mart auf ein paar Donuts muss. Richtig, ja, hier auf der Hinterseite des Rathauses. Da genau, wird gerade eingebrochen. Es ist auch schon das Glas gesplittert und liegt am Boden und das hat eben unsere liebe Polizistin gesehen. Sehr gut gesehen. Und sehr coole Situation, liebe Rita. Also doch eher was zu tun für unsere Polizisten und die spielen halt. Naja, gut. Obwohl die auch eigentlich gleich nebenan wären. Die werden nebenan, ich glaube, die werden auch gleich mal gerufen. So. Hoppla. Jedes Mal, wenn wir hier sind, falle ich mindestens 20 Mal über diese Kästen drüber, aber egal. Solange nichts passiert. Genau. Weiterer Stereotyp. Hier beim Donutladen, ich dachte mir, wir haben so viele Donuts, wir müssen jetzt ein paar Donuts verbauen. Und deswegen habe ich auch hier diesen Polizisten zur Polizeistation oder in die Polizeistation gehen lassen mit einem Vierer-Set von den Donuts. Ich glaube, die sind eigentlich nur für ihn selber. Also liebe Kollegen, wenn Sie dachten, Sie bekommen da einen Donut ab, leider nicht. Aber nicht nur er, natürlich nicht nur die Polizei kauft sich die guten Donuts, sondern auch dieses süße Mädchen hier, die hat sich auch ein Vierer-Set. Sehr praktisch, dass hier bei der Polizeistation auch dieser Donutladen dabei ist. Genau. Mir gefällt sehr, dass jetzt auch dieser neue Stadtteil zum Leben erweckt wird. Hier auch mit diesem Mädchen hier, fokussiert die Kamera, ja. Genau. Die sich auch ein Vierer-Set Donut kauft, was wahrscheinlich im Angebot sein wird. Und um unsere Polizistenrunde abzuschließen, hier drüben habe ich auch noch 2 Polizisten hingestellt, die Patrouille machen. Was auch nicht schlecht ist, denn davon wird ja der ATM jetzt dann ausgeraubt, beziehungsweise wartet ja der eine schon, dass die Dame Geld abhebt. Wenn ihr es gesehen habt, der knöpft ihr gleich das Geld ab, was sie aus dem Bankomat oder Geldautomaten zieht. Genau. Ich schaue auf meiner gescheiten Liste, also nicht, dass ihr denkt, ich schaue jetzt am Handy. Da ist nur meine gescheite Liste, damit ich nichts vergesse. Ich habe auch das sagt sie zu mir auch immer, wenn ich sage, was sie macht. Ja, sie beantwortet nur Instagram-Nachrichten. Dann schaue ich wieder mal rein, hat schon 3 Wochen keine Instagram-Nachrichten mehr beantwortet. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, gehen wir weiter von diesem Thema weg. Das City Diner wurde bestückt. Das hat Christoph machen müssen, denn da komme ich so schlecht hin. Und da habe ich jetzt vor der City Diner, ihr seht das in rot-weiß kariert, einen netten Herrn, der die Leute hereinlockt in das City Diner. Es muss auch gelockt werden, denn ich weiß nicht, ob man den sieht, der Koch, der da kocht, ist irgendwie ein komischer Typ. Der hat nämlich nur ein Tanktop an
und da stehen die Brusthaare raus. Also ich glaube, das ist eher etwas verschrien, dieses Diner. Ja, gut. Und auf der Rückseite beziehungsweise auf seitlich sieht man auch schon die Ratten, die da kommen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das so empfehlenswert ist. Ich habe auch bei Google geschaut, er hat nur 2 von 5 Sternen. Also ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es tut sich trotzdem was. Ja. Alle Tische sind besetzt und auch hier bei dieser Mietstation für E-Scooter sehen wir jetzt mehr Betrieb. Es wird nicht nur der eine Scooter zurückgegeben, sondern auch die Technikerin war hier und hier sind ein paar neue Figuren sonst, hier mit Flossen an den Strand unterwegs. Also sehr, sehr cool. Mhm. Und dann habe ich eben auch ein paar schickere Damen hier platziert. Die gebe ich hier mal raus, damit man die auch sieht, die wir von dem Lego Store mitgenommen haben. Also wirklich ein wunderbarer Rock. Und ich dachte, wenn der nicht in die Ninjago City passt, wohin dann? Und die flaniert hier eben durch die Ninjago City, schaut sich da diese Ständchen an und hat auch diesen kleinen Schnauzer dabei. Übrigens, danke für die Info, dass das ein Schnauzer ist. Kenne ich mich jetzt auch aus. Und ja, die flanieren hier durch. Finde ich auch eine ganz nette Situation. Und ein zweites Kleidchen, das mir auch sehr eben nach Ninjago City ausgesehen hat, aber ein bisschen ein ausgeflippteres Outfit, ist diese Dame hier. Die ist eben übrigens hinten nicht bedruckt, sondern nur vorne. Und die ist da gerade am Weg hinaus aus der Ninjago City, denn ich denke mir, irgendwie muss man ja auch so tun, als ob hier die Stadt weiter ginge. Ganz, ganz richtig. Ja. Übrigens Ninjago City, da haben wir irgendwann mal extrem viel weitergebaut. Jetzt hat sich schon lange nichts mehr getan. Wir haben aber neue Ideen. Und zwar haben wir ja irgendwann mal ganz günstig beim Lego Pick-a-Brick, ich glaube 200 goldene Bananen gekauft. Und wir haben euch schon mal gefragt und da war sogar irgendwo mal in den Kommentaren der Vorschlag, man könnte ja so tun, hier sind ja verschiedene Gangs und so nennen wir sie kriminelle Organisationen hier unterwegs in ihren unterschiedlichen Uniformen, weiß, gelb und blau und rot, glaube ich. Die könnten ja hier irgendwie mit den goldenen Bananen hier irgendwelche illegalen Machenschaften am Laufen haben, dass das so mehr oder weniger, ja, nicht Drogen, aber halt auf Lego-mäßig mit goldenen Bananen ist. Vielleicht lassen wir uns hier etwas einfallen oder wenn ihr Vorschläge habt, natürlich gerne her damit. Ich denke mir, da könnte man vielleicht noch das ein oder andere Detail einbauen hier. Ansonsten haben wir, oder Rita, darf ich kurz was sagen? Ja, bitte, sag. Schon überlegt, wie wir jetzt mit dieser Laternenstadt weiter hantieren. Das ist jetzt wieder genau hinter Rita natürlich. Und zwar steht hier unten am Boden dieses formidable Monkey Kid Set. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das habe ich vor einer Zeit mal aufgebaut. Gefällt mir wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut, passt auch super in die Ninjago City rein vom Stil, ist aber leider ein wenig groß. Jetzt haben wir 2 Szenarien mögliche, die ihr uns bitte sagen könnt, wo ihr uns sagen könnt, was ihr besser findet. Die eine Idee wäre, dass wir dort, wo Rita jetzt steht, den Meeresteil ein bisschen kappen, dass wir hier dieses große Schiff und also hier mehr oder weniger eine doppelte Baseplate hier rausnehmen an Wasser und dafür diese Laternenstadt einbauen. Das wäre möglich. Oder es wäre auch möglich, dann wird es halt hier ein wenig eng zum Durchgehen. Der Gang ist hier vor diesem Pfosten noch ein bisschen breiter, dass wir hier genau in der Breite von einer Baseplate noch eine kleine Platte anbauen, dass diese Laternenstadt eben dann hier hinkommt. Würde mir auch ganz gut gefallen, vor allen Dingen, wenn wir dann den Strand nicht verkleinern müssen, aber dann kommt man hier halt wieder ein bisschen schlechter durch. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Auf jeden Fall kommt das Set irgendwo hier hin, das haben wir schon festgemacht und hoffentlich seid ihr da auch dabei. Wie breit ist es? Genau 2 Baseplates. Ich glaube, das ist mit dem Anbau links und rechts ungefähr 2 Baseplates groß. Nur, dass man oder 1,5 vielleicht sogar nur. Ich werde es mal ausmessen. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen kleiner. Das sind nur 1,5 Baseplates. Das sind aber hier links und rechts überall so Anbauten, die das Set ein wenig breiter machen. Vielleicht mit 1,5 Baseplates. Wir werden es mal probieren und dann gibt es hoffentlich demnächst auch mal ein Update zur Ninjago City. Ich bin gespannt. Ja. Wir werden uns was überlegen oder ihr und in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, wir bauen noch etwas weiter. Christoph hat noch ein paar Stationen, wo ich Minifiguren platzieren muss. Also ich werde mich an die Arbeit machen. Ganz richtig.
dann melden wir uns für heute ab. Baut doch hier was Schönes, lasst eure Züge fahren. Wir sind jetzt sehr fleißig am Fahren der neuen City-Züge. Team ist ganz wahnsinnig verrückt danach, haben hier eine schöne Zeit und lasst es euch auch gut gehen. Baut was Schönes und bis demnächst. Tschüss! Tschüss!